Für meine britischen YouTube-Kollegen Tommy Boyle und Sam Bragg ist der Fall klar. Das Goat Everscore Dartboard ist mit 55 € ein Blade 6 Killer. Auf dem Niveau eines Winmau Blade 6 Dual Core, und Sam findet es gar besser als das Blade 6 Triple Core. Was? Really? Also das lässt mich natürlich aufhorchen. Und ist klar, dass ich es jetzt genauer wissen will. Also habe ich das Dartboard bestellt, schaue es mir genauer an und werde es dann auch versuchen einzuordnen in demselben Preisbereich, Dartboards um die 50 bis 60 €. Und meine These ist erstmal, ein gutes Dartboard mit schönen Farben, preisattraktiv, aber nicht besser als ein Blade 6 Single Core. Kann es auch nicht sein und ich werde noch begründen, warum. Auf den Karton und Werbetexte will ich jetzt nicht eingehen. Das einzig Wichtige und wirklich Interessante ist das Board und ob man damit Spielspaß hat. Und da sage ich mal, direkt nach dem Auspacken und draufschauen ist mir klar, dass es schon sieht wie bei einem einfachen Blade 6. Weich, gleichmäßig, auch wirklich von vergleichbarer Qualität. Das ist genau das Feeling dieser NPQ-Boards ohne Logos, die du ja ebenso in 5er-Paketen für Vereine und so weiter kriegst. Das hat auch wirklich die schönen gleichmäßigen Farben, ein sattes Schwarz, das ist wirklich alles top. Dazu wenige Logos und die auch noch reduziert, das gefällt mir auch, sodass sich die Zahlen generell vom Ring auch gut ablesen lassen. Wirklich schön. Und ob da jetzt ein klassischer Ring drauf ist oder eben der Unicorn oder sonst was, das ist ja eigentlich nichts Neues. Auch der Zahlenring ist nichts Neues, passt aber hier gut zu dem Board. Die Spinne macht auch einen guten ersten Eindruck und die ist sogar nickel-silber behandelt. Überall schön gleichmäßig eingelassen, nicht scharfkantig, steht maximal 1 mm vor und ist auch 1 mm dick mit 8 bewinkelten Draht. Das ist wirklich guter Standard, reduziert potenziell auch Bouncer. Auch das Bullseye, ist mir echt ein wichtiger Punkt, ist mittig eingeschlagen, sehr schön und dazu ein Edelstahlring. Also insgesamt merkt man schon, hier gibt es wirklich durchaus Markenware oder ich sag mal Markenqualität zu einem attraktiven Preis. Und ich habe hier auch ein gut verarbeitetes Board erwischt, ohne irgendwie leichte Macken oder Verformungen, wie das einige bei ihren Boards schon hatten, zum Beispiel Sam Bragg in seinem Review. Honestly, ich habe hier wirklich ein gut gemachtes Board vor mir liegen, bei dem mir nur eine Stelle aktuell zeigt, was die Achillesferse von nahezu allen Dartboards mit nicht auslaufender Spinne ist. Der äußere Ring vom Doppel-18er Segment ist gerade. Seht ihr das, wie der innere noch den schönen Bogen hat und durch den geraden äußeren Abschluss ist das Feld so ein bisschen verengt? Und genau das wird sich früher oder später in weiteren Segmenten zeigen, dass sich dann Felder mal gerade ziehen können. Das ist nur eine Frage der Zeit und wie intensiv ich das Ding bespiele. Und das macht für mich Unterschied Nummer 1 gegenüber dem 5 € teureren Blade 6 Single Core aus. Denn wenn eins, sage ich mal, so richtig unkaputtbar und geil ist, dann die gehärtete Spinne der Blade 6. Verformungen, Ausfransen, gerade ziehen, das sind ja quasi Fremdworte bei Winmau Dartboards und genau das macht dann den Unterschied. Und ich habe es ja gerade erwähnt, 5 € Preisunterschied, aber dafür gibt es beim Goat eben auch kein Rotorlock-System, um das Dartboard nicht nur aufzuhängen, sondern auch zuverlässig auf jedem Untergrund zu fixieren. Beim Goat sollst du dafür Gummitüllen ins Backboard drücken, das ist okay, funktioniert auch, also für den Abstand zur Wand, aber es ist dennoch relativ lose und dreht sich halt sehr leicht, gerade auch wenn du Dartpfeile draufwirfst und die wieder rausziehst. Um es hier mal etwas plakativ zusammenzufassen, das Goat Everscore ist ein After-Sales-Board, wie so viele andere auch. Aber ja, ein empfehlenswertes. 55 € finde ich angemessen, im Grunde ein Blade 6 Single Core, was das Sisal anbelangt, aber die Spinne ein klein wenig anfälliger und die Befestigung mit kleinen Abstrichen. Und wie sieht es im Umfeld aus? Ein 180 Gladiator 3 Plus kann zum Beispiel eine Alternative sein, die es so um die 50 € gibt. Ein Bulls Focus 2 Plus kann eine Alternative sein und in den neuen Chargen, habe ich mir sagen lassen, auch besser als das Butterbrot, das ich so vor 2 Jahren vorgestellt habe und mittlerweile bei 45 bis 55 € rangiert. Ich vermute gar, dass wir hier auch wieder die Grundlage für das Goat Everscore Dartboard haben, wenn es nicht direkt ein Winmau NPQ ist. Wobei es hier eben keine auslaufende Spinne gibt. Und sonst gibt es ja noch die Mutter der günstigen Dartboard-Ableger, nämlich das Bulls Shark Pro. Jetzt auch teils in neuen Chargen verfügbar. 45 € mit Puckhalterung, das finde ich gut. Und, siehe da, Triple Core Zahlenring. Das verwundert dich? Nix exklusiv Zahlenring mehr für Triple Core Carbon? Naja, guck dir an, wie das Ding zu klein, nicht gerade ist und auch leicht abspringt. Genauso funktioniert der After Sales Market. Resteverwertung.
bisschen Lack hier, andere Logos da und dann entweder günstig abstoßen oder mit Marketing und schön bunter Verpackung halt noch was draufpacken. Es kommt nichts weg, es wird halt nur zweitverwertet und das ist ja grundlegend okay, so läuft das Business. Nur ist es damit eben nicht besser in Qualität oder Haltbarkeit. Und da möchte ich im Schlusswort nochmal an meinen Beginn anknüpfen. Das Goat Everscore ist ohne Zweifel ein gutes Dartboard. Der Preis ist angemessen und es wird Spaß machen, das zu bespielen. Aber für mich ist bereits ein Blade 6 Single Core in Bezug auf die Haltbarkeit der Spinne weniger anfällig und mit Rotarlock eben prima zu befestigen. Und es wäre mir persönlich die 5 Euro mehr wert, weil direkt weniger Probleme auf längere Sicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze so seht. Bevorzugt ihr das Goat Everscore? Ist das genau euer Ding und auf das ihr schon lange gewartet habt? Oder würdet ihr trotzdem mit dem Winmo Klassiker, dem Blade 6 Single Core gehen? Wenn dich generell noch weitere Dartboards oder auch Vergleiche interessieren, dann schau mal in die Playlist, die habe ich dir hier verlinkt. Und freue mich, dass du bis hierhin geschaut hast. Dafür ganz, ganz lieben Dank und dann bis zum hoffentlich nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts. Dein Olli.